Dies ist der letzte Teil unserer dreiteiligen Reihe Schottland erkunden und genießen. Wir sind Steffen und Carsten und wir nehmen euch mit auf unsere 4. Rundreise rund um Schottland. In Teil 1 haben wir euch mitgenommen auf unsere Reise von Norddeutschland nach Schottland in die Nähe von Clyde Valley. Dort haben wir Glasgow und einige Sehenswürdigkeiten rund um Glasgow erkundet. Unter anderem Devil's Pulpit, Connick Hill. Und wir haben euch mitgenommen nach Oban, wo wir nicht nur Austern gegessen haben. Am Glencoe National Park vorbei und vorbei am Eilean Castle waren wir auf der Isle of Skye den Feen auf der Spur. Wir fanden sie in den Ferry Pools am Neath Point, besuchten die Talisker Bay, bewanderten den Keerang und aßen im Ganzen frittierte Krabben. Folgt uns nun auf unserer letzten Etappe, wenn wir den Cairngorm National Park und seine 4 Lochs erkunden und auch den Cairngorm besteigen werden. Macht's euch gemütlich, schnappt euch ein Getränk. Los geht's! Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Cairngorm National Park. Wir haben es geschafft. Gestern sind wir von Skye runtergefahren, sind am Loch Ness vorbei und an diversen anderen kleinen Sehenswürdigkeiten. Und jetzt sind wir hier gelandet, mitten im größten Nationalpark Schottlands. Gestern Abend haben wir einen netten kleinen Bullen kennengelernt, Murdo. Und den haben wir ein bisschen lieb gewonnen. Highland Coo, wie die Schotten sagen. Wirklich sehr, sehr süß. Wie ihr seht, haben wir bestes Wetter. Wir haben heute Morgen sogar schon draußen gefrühstückt. Das ist manchmal etwas. Heute geht der Wanderteil unseres Urlaubes los. Wir werden hier sehr viel wandern, weil hier sehr viele Wanderwege sind. Heute werden wir mit kleineren Sachen anfangen, weil es ist sehr bedeckt, es soll ab und zu regnen. Morgen soll allerdings wirklich bestes Wetter werden. Aber das werdet ihr dann sehen, was wir hier alles so bewandern werden. Los geht's! Erste Wanderung in den Cairngorms. Wo laufen wir jetzt rum? Loch an Eilean. Mit einer süßen kleinen Burg irgendwo mitten im See. Es soll eine Stunde Wanderung sein, also relativ easy Start. Da haben wir in Keerang schon etwas härteres hinter uns, glaube ich. Loch an Eilean. Ein mystischer Ort inmitten der uralten Wälder des Rothiemurchus Estate. Auf einer kleinen Insel im See erheben sich die Ruinen einer alten Burg, ein stiller Zeuge vergangener Jahrhunderte. Umgeben von dichten Kiefernwäldern und der majestätischen Bergkulisse der Cairngorms liegt dieser ruhige Ort, der wie aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Hier begegnen sich Geschichte und Natur auf magische Weise. Seven Brothers Wild. Staffel 1. Ausgesetzt in Schottland. An einem einsamen Loch. Und sind die süßer als Heidelbeeren, oder? Ja, ein bisschen Säure. Ne? Oh, Sonne. Wir haben ganz kurz einen Mittagsbreak gemacht und wir fahren jetzt zu einem nächsten Loch, und zwar Uathlochen. Ein ganz kleines, eine Lochkombination aus Mini-Loch. 4 kleine Mini-Löcher zusammen, die wir umwandern werden. Mal schauen, wir melden uns, wenn wir da sind. Wir sind da. Und Steffen ist ganz aufgeregt, weil Pilze. Dort ist noch Pilz. Unnormal. Hier ist schon das erste kleine Mini-Loch.
Ja, guck dir das mal an. Herzlich willkommen im Harz. Wir sind im Harz. Miniloch Nummer 2. Uathlochans, ein verstecktes Paradies im Herzen der Cairngorms. Zwischen sanften Hügeln und dichten Kiefernwäldern liegen diese kleinen glitzernden Seen, umgeben von unberührter Natur. Ein Ort, an dem das Wasser still und klar ist, nur unterbrochen vom leisen Rascheln der Blätter und dem Zwitschern der Vögel. Wanderwege schlängeln sich durch die Wälder vorbei an diesen geheimnisvollen Seen, die zu einem Moment der Stille und Einkehr einladen. So, Steffen hat noch ein Exemplar gefunden. Professor Dr. Steffen. Das müsste eine Rotkappe sein. So ähnlich wie Steinpilz gibt es bei uns im MacPom zumindest relativ selten. Lassen wir für die Tierchen. Ich muss erstmal noch mal ein bisschen Fauna ausholen. Anderen Schuh. Ja, unsere Drohne ist vielleicht gerade kurz abgestürzt. Und Steffen musste sie retten. Da, der Baum. Das hätte schief gehen können. Aber was wir sagen können ist, Mini-Lochwanderung hat sich auf jeden Fall gelohnt, jetzt schon. Allein diese ganze Heide, unfassbar cool. Wir düsen weiter, wir müssen noch Mini-Loch Nummer 3 und Nummer 4 finden. Jetzt wollen wir es auch noch mal vom Boden aus sehen. So, wir haben es gefunden. Jetzt auch vom Boden aus. Mini-Loch Nummer 3. Nee, ist das schön. Und Mini-Loch Nummer 4. Alle 4 gefunden. Das war wesentlich cooler als gedacht. The following day. Wir sind hier schon am Anfang des Cairngorm-Berges, den wir heute besteigen wollen. Beziehungsweise eigentlich wollen wir mit der Bahn fahren. Heute super doller Sonnenschein, alles blau. Und wir haben keine Sonnencreme. Deswegen heute Cappy. Los geht's! Da ist die Bahn. Mit der kommen wir auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück weiter nach oben. A few moments later. Die Bahn hat leider zu. Oh Lord. Wir mussten kurz ausklabüstern mit unserer Karte, wie wir jetzt eigentlich da hinkommen, wo wir hinwollen. Weil Komodo uns eine ganz andere Tour schicken wollte. Aber wir sind losgegangen. Bestes Wetter und links ist Heide, rechts ist Heide und dazwischen Heide. Ja, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören. Aber das ist der Grund, warum wir hier sind. Oh, das ist geil. Wir haben zwar jetzt Sonnencreme, aber sobald man stehen bleibt, kommen die Midges wieder raus. Mein ganzer Arm ist schon voll. A little longer than a few minutes later. Was auch gut gegen Midges hilft, wenn er vorläuft. Der steile Pfad hinauf zum Cairngorm, bekannt als The Windy Ridge,
führt durch felsige Abschnitte und schroffe Hänge, die den Wanderern alles abverlangen. Der Name passt gut. Der Wind fegt hier oft gnadenlos über die Hänge, was den Aufstieg zu einer echten Herausforderung macht. Doch je weiter man hinaufsteigt, desto grandioser wird der Ausblick über die umliegenden Täler und die unberührten Weiten der Highlands. Da wollen wir hin. 400 Höhenmeter auf 1,2 Kilometer. Das Ganze auf der Strecke, die wir euch gezeigt haben. Und das alles nur, weil die Kackbahn nicht fährt. Die hätte uns nämlich genau dahin gebracht, wo wir hin wollen. Und das ist eigentlich jetzt der Startpunkt unserer Tour. Gutes Cardio-Training, würde ich sagen, ne? Lass mal wandern, hat er gesagt. Lass mal ein bisschen wandern. Auf die Anstrengung gönnen wir uns erstmal gleich in dem Restaurant da oben ein isotonisches, Bitte hab Bier, bitte hab auf. ein isotonisches Getränk. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? No open? It's closed. Oh Lord. Again. Again. Echt jetzt? Und als wollten uns die Cairngorms entschädigen, sahen wir die einzige wilde Rentierherde Großbritanniens. In den 1950ern wurden wenige Rentiere aus Schweden ausgesetzt, die sich nun zu einer Herde aus 150 Tieren vermehrt hat. Nach dieser kleinen Rentier- und Nicht-Bierpause werden wir jetzt die letzten paar 200 Meter auf den Gipfel des Cairngorm in Angriff nehmen, oder? Yes. Er hat gesagt, gleich geschafft. Was total spannend ist, angefangen bei der Heide unten, dann über die Tundra eben gerade die ganze Zeit und jetzt noch weniger. Einfach nur Stein. Aber 1244 ist die Spitze. Okay, und die ist da oben. Die Bahn hat leider zu. It's closed. Wir sind bei Nummer 7 der höchsten Berge in der UK. Weil der bei Nevis auch nur noch 120 Meter höher ist. Ah, denn? Den haben wir auch schon gesehen. Als nächstes geht es hier lang, in diesen Weg, lang diese Kante. Jetzt fangen wir eigentlich erst richtig an zu wandern. Dementsprechend, weiter geht's.
Können wir hier runtergehen? Sag nicht, wir müssen darauf. Computer sagt ja. Vom Gipfel des Cairngorm hat man einen atemberaubenden Panoramablick über den gesamten Nationalpark. Und bei klarem Wetter reicht der Blick über das gesamte Spey Valley. Die Cairngorms bieten durch ihre kühle, alpine Umgebung ideale Lebensbedingungen für die Rentiere, die sich hier sehr wohlfühlen. Sie sind gut an das raue Klima angepasst und können in Höhenlagen grasen, wo andere Tiere kaum Nahrung finden. Nach dem Gipfelerlebnis beginnt der Abstieg zurück ins Tal, vorbei an den weiten Moorlandschaften und den steinigen Pfaden der Cairngorms. Mit jedem Schritt wird der Wind sanfter und die Täler rücken näher. Der Wind führt hinab durch die raue, aber eindrucksvolle Landschaft der Highlands, bis wir schließlich wieder den Ausgangspunkt am Parkplatz erreichen. Hier endet das Abenteuer. Doch die Eindrücke und die Kraft der schottischen Berge bleiben noch lange im Gedächtnis. Das ist Loch Morlich und da hinten waren wir gestern, das ist nämlich der Cairngorm. Da ist die Talstation. Da sind wir raufgeklettert, dort oben lang und dann wieder zurück. Heute Vormittag hat es die ganze Zeit geregnet, deswegen sind wir jetzt erst los. Aber trotzdem wandern wir jetzt eine Runde um diesen wunderschönen See. Loch Morlich, ein verstecktes Juwel inmitten der schottischen Highlands. Hier erheben sich die mächtigen Cairngorms über den funkelnden See, umgeben von endlosen Wäldern. Ob Kajakfahren auf dem ruhigen Wasser, Wandern durch atemberaubende Landschaften oder einfach nur entspannen am Strand. Loch Morlich bietet die perfekte Kulisse für jedes Abenteuer. Um den See führen gut ausgeschilderte Wanderwege. Unter anderem sind auch einige empfehlenswerte Rundgänge um den ganzen See vorhanden. Er nascht schon wieder. Lange Küstenabschnitte bestehen aus Sandstränden. Im Jahr 2009 erhielten diese Strände einen Seaside Award von der Keep Scotland Beautiful Kampagne. Das erste Mal, dass dieses an einen Süßwassersee vergeben wurde. Mit 300 Metern über dem Meeresspiegel wurde es auch der höchste Strand, der diese Auszeichnung erhielt. Ich habe mir Haggis bestellt, dieses typische schottische Gericht, was viele Einheimische nicht essen. Woraus es besteht, blende ich euch hier ein. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Turn up, einfach Orangensaft.
Definitiv nein. Jetzt aber im Ernst. Haggis ist eine traditionelle schottische Speise. Es wird aus Schafsinnereien wie Herz, Leber und Lunge zubereitet, die mit Zwiebeln, Hafermehl, Gewürzen und Rinderfett vermengt und in einen Schafsmagen gefüllt werden. Das Ganze wird dann gekocht. Und jetzt werden wir es mal probieren. Also, es ist so körnig, kleine Teile. Kann ich genau sagen, was das alles ist. Von der Konsistenz her wie ein sehr, sehr gut klein gebratenes Hackfleisch. Und als wenn noch so ein paar Körnchen drin wären oder so. So zerhackte Samen. Und vom Geschmack her scharf, leicht scharf. Sehr cremig. Und einfach herzhaft, also sehr, wie würdest du sagen, sehr Umami auf jeden Fall. Es brennt leicht, wenn man runterschluckt. Ja, ich glaube, das ist genau diese Art. Das ist nicht immer so, aber schmeckt total fantastisch. Bevor wir uns dem Highlight am Ende unserer Reise widmen, begeben wir uns am letzten Tag in den Cairngorms nach Kingassy, um den Rundweg über Newtonmore zu wandern. Kingassy ist ein charmantes Dorf im Herzen der schottischen Highlands. Nur wenige Schritte entfernt liegt Loch Gynnach, ein ruhiger See, umgeben von Hügeln und dichten Wäldern. Ein perfekter Ort, um die Natur zu genießen und die Sehne baumeln zu lassen. Doch erst einmal mussten wir dorthin kommen. Dies ist eine Tour, die nicht oben auf der Liste der besten Wanderwege oder schönsten Wanderwege Schottlands ist oder der Cairngorms. Aber unser erster Eindruck, es lohnt sich. Es ist nicht zu überlaufen, man hat einen kostenfreien Parkplatz direkt in Kingassy. Einfach wunderschön. Loch Gynnach, eingebettet zwischen sanften Hügeln, die im Sommer in tiefem Heidekraut leuchten. Umgeben von weiten Moorlandschaften und urigen Pfaden bietet dieser Ort pure Ruhe und Abgeschiedenheit. Die Hügel rund um den See sind ein Paradies für Wanderer, die die wilde Schönheit der schottischen Highlands in ihrer farbenprächtigen Pracht erleben wollen. Und schwupp sind wir im Birkenurwald. Also, dass die Schotten an Feen glauben, lässt sich doch eigentlich ganz gut verstehen, oder? Na, so eine 3-Zimmer-Feenwohnung. Da sogar mit Keller. Eine freche Flechtenbirke. Auf nach Newtonmore. Wir haben jetzt die Hälfte unserer Tour beendet und kommen gerade am Highland Folk Museum vorbei.
Und das ist anscheinend umsonst. Also gratis Eintritt. Dann gucken wir uns das mal an, ne? Das Highland Folk Museum in Newton Moor. Eine faszinierende Reise in die Vergangenheit der schottischen Highlands. Hier werden traditionelle Gebäude wie strohgedeckte Crofthäuser und historische Werkstätten originalgetreu nachgestellt. Besucher können hautnah erleben, wie das Leben in den Highlands im 18. und 19. Jahrhundert aussah. Von Handwerkskünsten bis hin zu Alltagsszenen. Ein lebendiges Freilichtmuseum, das die Kultur und Geschichte der Region auf einzigartige Weise zum Leben erweckt. Auch wenn kein Eintritt verlangt wird, wird um Spenden gebeten. Das hier ist die Schäferhütte, der seine Schafe denn hier vorne zusammengefercht hat, geschoren hat. Also solche scheunenartigen Häuser sehen wir echt ganz viel. The Railway Waiting Room. Sitzt wahrscheinlich bequemer und cooler als heutzutage. Bis dahin fährt er. Da waren wir. Bild wird genau jetzt eingeblendet. Perfect. Wenn man mal einkaufen gehen wollte oder etwas zu verschicken hatte. Ein typisches kleines Storehäuschen. Schönen Morgen, haben Sie mein Amazon-Paket? Echt, genau. Ich warte schon so lange. Alter, wenn Schokolade einen so aussehen lässt, ne? Dann halt hier unten. Weiß ich nicht, muss das? Winter Mixture, Rainbows und Boarhound. Boarhound. You just check it to make sure I'm giving you enough. 1/4. Ja, perfekt. Very good. So. Oh, hier ist die Mintdinger. Ja, schmeckt gar nicht. Das ist nicht die Tic-Tac-Lösung. Und ich probiere jetzt den Hund. Den Whorehound. Oh, das riecht richtig doll nach Anis. Aber nicht nur Lakritzgeschmack, die haben sogar einen leichten Salmiakgeschmack. Aber Tatsache ganz, ganz doll nach Anis. Und bis zum Auto geht es jetzt immer schön direkt am Spey entlang. Und dann war es das für die Zeit im Cairngorm. Morgen geht es weiter. Morgen kommt noch das große Highlight. Eins meiner großen Highlights. Wahrscheinlich auch das letzte Highlight dieser Reise. Aber was das sein wird, das werdet ihr dann sehen. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil wir endlich etwas sehen werden, worauf ich schon seit 6 Jahren warte. Tickets haben wir an Mann. 2 Stunden müssen wir noch fahren. Ich bin aufgeregt. Wie sieht's bei dir aus? Come on. Wir sehen uns gleich. Und damit herzlich willkommen bei den Stirling Highland Games. Der Austragungsort bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das National Wallace Monument. Die Wurzeln der Stirling Highland Games gehen zurück bis 1818 und waren ursprünglich Bestandteil der Treffen oder Gatherings der schottischen Clans in den schottischen Highlands. Die Stirling Highland Games finden immer am 3. Wochenende im August statt und umfassen Schwergewichtskämpfe, Leichtathletikwettkämpfe, Hochlandtänze, leichte Feldwettkämpfe sowie den ganzen Tag über Auftritte diverser Pipebands. Wir hatten den Eindruck, dass es sich bei diesem Event eher um einen Wettkampf auf Breitensportebene handelte. Das Verrückteste war aber das Radrennen auf Rasen. Ich meine, wer kommt denn auf sowas?
Das spektakulärste war aber das Hammerwerfen. Nicht nur wegen der offensichtlich erforderlichen Kraft und den Hammer möglichst weit über das Feld zu schleudern, sondern auch, weil dies eine der wenigen Attraktionen war, bei der das Tragen von Tracht vorgeschrieben war. Passend zu einem Volksfest durften auch Laien einfach so ganz spontan mitmachen, so auch dieser Herr, der sich im Weitsprung versuchte. Das traditionellste war dann aber doch die Highland Dance Competition. Hier verweilten wir eine ganze Weile unseren Dutzenden TeilnehmerInnen dabei zu, wie sie die anscheinend sehr streng vorgeschriebene Choreografie tanzten. Neben den sportlichen Wettkämpfen gab es natürlich auch einiges zu kaufen. Von Dekorationsartikeln aus Holz oder bemalten Sachen bis hin auch zu sehr viel Essen oder auch selbstgebrautem Bier. Wir haben es uns gut gehen lassen. Allerdings mussten wir uns mehrfach davon abhalten, noch mehr Souvenire zu kaufen, da unser Kofferraum aus allen Nähten platzte. Stop it. Get some help. So, willkommen zum Ende unserer Reise. Wir sind gestern schon über die schottische Grenze nach England gefahren, sind jetzt in Nordengland, verbringen hier noch einen Tag und morgen geht es dann zurück mit der Fähre nach Amsterdam. Wir hoffen, euch hat unsere Reise gefallen, hat vielleicht ein, zwei Inspirationen gegeben, warum ihr eventuell mal nach Schottland fahren wollen würdet. Highlights waren ja wirklich mehr als genug. Wir sind heute noch einmal die ganzen Stops durchgegangen. Sei es Conical, sei es wieder das Seafood in Oban, dann auf Skye die Ferry Pools, der Keerang, An der Cairngorm Nationalpark. genau, mit der vielen Heide komplett in lila und eben auch, Tatsache auch im Nachhinein, die Highland Games. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch die Videos gefallen haben, dann lasst ein Like da, drückt den Abo-Button und dann sehen wir uns vielleicht eventuell bei unserer nächsten Reise. Mal schauen, geplant haben wir bisher noch nichts, aber wenn ihr Bock habt, dann nehmen wir euch vielleicht wieder mit auf die Reise. Ansonsten, ciao, ciao Und keep puffing around! 20 minutes later. Was? Look at that. Was ist das? Also das wussten wir nicht, dass hier so eine Burg ist. Dann werden wir da aber wohl noch reinrennen müssen. Hm? Auch das zeigen wir euch natürlich. So, hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Das Schloss können wir euch nur empfehlen, Bamborough Castle. Und jetzt wirklich tschüssi.